Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das 2021er Riso Müller Multicharger Touring. Ich war die letzten 8 Wochen mit diesem Fahrrad fast jeden Tag unterwegs und konnte so die Schwächen und Stärken herausfinden. Und über die möchte ich in diesem Video einmal sprechen. Eines sei schon mal vorweg gesagt, das ist das beste Cargo-Bike, das man aktuell kaufen kann. Also für einen bestimmten Nutzerkreis. In diesem Video soll es um die Bewertung des Fahrrads gehen. Ich habe euch schon mal ein Video gemacht, wo ich detailliert auf das Fahrrad eingehe, auf die ganzen Ausstattungsdetails, auf die Features, die es hat und einen Fahreindruck gegeben. Das mache ich in diesem Video nicht mehr, sondern ich werde hier wirklich in die Bewertung reingehen. Ich verlinke euch das Video hier oben irgendwo, dann könnt ihr das zuerst sehen und dann kommt ihr zurück und guckt dieses Video. Ja, in den letzten Wochen war das Multicharger mein Begleiter im Alltag. Ich habe damit eingekauft, ich habe damit gependelt, ich habe meine Lütte in die Betreuung gebracht und wir haben den einen oder anderen kleinen Ausflug gemacht. Aber das waren nicht die einzigen Sachen, die ich mit diesem Rad gemacht habe, denn ich habe auch noch 2 große Ausflüge gemacht. Und zwar einmal an einem Tag 170 Kilometer über Gravelstrecken durch Schleswig-Holstein und dann war ich damit auch noch 2 Tage im Harz und habe mal so ein bisschen die Berge kennengelernt und auch meiner Tochter das erste Mal Berge gezeigt. Die Videos, die verlinke ich euch unten in der Beschreibungsbox. Diese beiden Ausflüge haben mir auf jeden Fall gezeigt, wozu dieses Fahrrad eigentlich fähig ist und dass das kein Stadt-Alltagsrad nur ist, sondern sich auch wirklich für die Reise und fürs Gelände eignet. Guckt euch auf jeden Fall mal diese Videos an und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und euch auch über andere Lastenräder informieren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ich bewerte das Fahrrad jetzt anhand der Radelbande Bewertungsmatrix. Das sind 10 Kriterien anhand von 2 unterschiedlichen Kategorien, nämlich einmal Fahrrad und einmal Cargo Bike. Also wie schlägt es sich in den verschiedenen Punkten. Und wir beginnen mit der Kategorie Fahrrad und dort mit dem Punkt Fahrdynamik. Das Multicharger ist ein verlängertes Ende der 90er, Anfang der 2000er Mountainbike. Wir haben 26 Zoll Räder vorne und hinten und die rollen gut genug über alle möglichen Hindernisse. Von der Fahrstabilität fühlt es sich sehr wie ein normales Fahrrad an. Die Sitzposition ist insgesamt ziemlich sportlich und das ganze Fahrrad lässt sich sehr intuitiv und sehr aktiv bewegen. Auch als ich im Harz unterwegs war, hatte ich immer die komplette Kontrolle über das Fahrrad, konnte es punktgenau ausrichten, auch wenn manche Stellen dann doch zu technisch waren und ich dann doch irgendwie absteigen musste und schieben musste. Einige haben geäußert, dass der Schwerpunkt hinter oder über dem Hinterrad zu hoch werden könnte durch das große Hinterrad. Ja, er ist relativ hoch. Er ist aber trotzdem niedriger als bei einem normalen 28 Zoll Fahrrad, wenn da ein Kind hinten oben drauf sitzt, weil der Akku hier unten, der Motor, das zieht das Gesamtgewicht ziemlich weit runter. Und wenn man dann noch die Seitentaschen belegt, dann hat man ein sehr ausgewogenes Gewichtsverhältnis, das allerdings schon stark auf der Hinterachse lastet. Der Lenker ist dann relativ breit, aber auch nicht so breit wie bei modernen Mountainbikes. Man hat aber trotzdem genug Kontrolle, um auch über technisch anspruchsvollere Passagen zu fahren oder das Rad gut durch den Alltagsverkehr zirkeln zu können. Der Bosch Performance CX Motor leistet sich überhaupt keine Schwäche. Das Geräusch ist mir ein bisschen zu penetrant, aber der Motor an sich und die Kraft, die er hervorbringt, zieht einen wirklich so gut wie überall hoch, selbst wenn das Rad beladen ist. Und in Verbindung mit der Shimano Deore XT Kettenschaltung kann der Motor auch sein volles Potenzial entfalten, weil im Grunde so gut wie kein Antriebs- oder kein Kraftverlust im Antriebsstrang zu verzeichnen ist. Die Bremsen verzögern ebenfalls sehr zuverlässig und mir hat gut gefallen, dass die Magura-Hebel hier in der breiten Ausführung sind. Das sind nicht die 2-Fingerhebel, sondern die 3-Fingerhebel, sodass man auch bei längeren Abfahrten und wenn man kleinere Hände hat, immer genug Kontrolle über das Rad hat. Wenn ich allerdings regelmäßig in den Bergen unterwegs wäre und regelmäßig längere Abstiege hätte, würde ich schon auf größere Scheiben nochmal gehen. Also wir haben jetzt hier 180. Da würde ich schon auf 203 mm gehen, gerade wenn ich regelmäßig mit einem voll bepackten Fahrrad fahren würde. Und ich muss auch zugeben, der leichteste Fahrer bin ich auch nicht. Die Federgabel spricht aber auch feinfühlig an. Wenn man berghoch fährt, dann pumpt sie nicht die ganze Zeit, sondern schluckt Unebenheiten sauber weg. Es fährt sich intuitiv, agil und ich habe daran tatsächlich nichts auszusetzen. Der zweite Punkt in der Radelbande Bewertungsmatrix ist der Punkt Innovation und Design. Und in Sachen Innovation haben wir den großen Vorteil, dass Riso Müller stark daran interessiert ist, die Räder smart zu machen, die Räder zu integrieren in ihr bestehendes Ökosystem. Und das bleibt auch
da bleibt das Multicharger auch nicht verschont. Wir haben hier die Möglichkeit des RX-Chips, also dieses GPS-Chips, der auch noch weitere Funktionen und weitere Angebote ermöglicht, sowie das Nyon-Display oder das Smartphone-Hub. Auch hier das Kabelmanagement, dass alle Kabel oder die meisten Kabel eben innen verlaufen. Das sieht aufgeräumt aus, das lässt sich auch leicht reinigen. Natürlich ist in Sachen Design Riso Müller nicht der erste Hersteller, der auf einen Longtail mit 26 Zoll Bereifung setzt. Mit der gezielten Ausrichtung auf den Offroad-Betrieb, wenn man sich für die GX-Option entscheidet, das ist tatsächlich fast einzigartig im Cargo-Bike-Bereich. Bei der Rahmengeometrie haben wir kein One-Size-Fits-Most-Prinzip, sondern wir haben zwei verschiedene Rahmengrößen, die sich für zwei verschiedene Fahrerinnengrößen eignen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist der Vorteil, dass man sich sein Fahrrad aussuchen kann und sein Fahrrad so einstellen kann, wie man selber damit unterwegs sein möchte. Wenn man allerdings das Fahrrad für die Familie kauft und der eine Fahrer größer ist, so wie bei uns in der Familie, und die zweite Fahrerin deutlich kleiner, dann muss man eben zwei Multicharger sich anschaffen. Das ist so der Nachteil des Ganzen. Ansonsten ist das Design insgesamt teutonisch klar und wenig aufregend. Die einzigen Dinge sind diese gelben Gepäckträger, die sich so vehement dagegen sperren wollen. Aber es ist schon eine Erscheinung, dieses Fahrrad. Es sieht halt massiv, es sieht kraftvoll aus und ist natürlich mit diesem dicken Unterrohr auch sehr eindeutig als Riso Müller Fahrrad erkennbar. Zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind bei Innovation und Design. Erstens, der mattschwarze Rahmen ist sehr schmutzempfindlich. Also man sieht wirklich jedes Staubkorn, jede Blütenpolle, die sich hier drauf verirrt. Und wenn man das Fahrrad sauber haben möchte, dann muss man wirklich regelmäßig nachputzen. Und häufig reicht es auch nicht einfach kurz mal drüber zu wischen, sondern dann muss schon die große Radwäsche her. Und der zweite Punkt ist die Entnahme des Akkus. Wir haben hier so eine Kunststoffabdeckung, hinter der sich der Akku verbirgt und der wird dann nach unten rausgenommen. Das heißt, wenn man den Akku rausnehmen möchte, dann greift man immer in den Dreck. Und heute haben wir es trocken, das heißt, ich kann es einfach abreiben. Aber an nassen Tagen, wenn man dann doch mal durch Matsch gefahren ist, dann muss man sich hinterher immer wieder die Hände waschen. Und dann muss man das so ein bisschen zurückhalten, dann löst man den Akku hier. Der kann noch nicht rausfallen, das ist gut. Aber wenn man den dann rausnimmt, dann fällt er einem auch so entgegen, auch den Akku zurückzusetzen. Das gelingt nur mit zwei Händen. Und man muss dann auch so ein bisschen den richtigen Punkt finden. Dann ist er drin und dann muss man das hier auch wieder mit dreckigen Händen festmachen. Der nächste Punkt in der Bewertungsmatrix ist der Punkt Ausstattung. Und wie bei den meisten Rädern oder allen von Riso Müller gibt es hier nur wenig Punkte zur Beanstandung. Wir haben gute Griffe von Ergon, wir haben einen guten Selle Royal Sattel, hier in dieser Version auch die Cane Creek Federsattelstütze, die mir sehr gut gefällt. Und alles, was man hier sieht, alle Anbauteile sind hochwertig. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben halt immer diesen integrierten Akku und immer den Bosch Performance CX Motor. Immer Supernova-Beleuchtung. Also hier gibt es wenig zu meckern. Ich hätte bei der Beleuchtung ganz gerne noch zumindest die Option auf eine Frontlampe mit Fernlicht und vielleicht auch ein Rücklicht mit einer Bremslichtfunktion. Und dann hat man natürlich beim Display, bei der Schaltung die Qual der Wahl, was einem am besten passt, und sogar die Option auf die HS-Version, also auf die 45 km/h Variante. Insgesamt haben wir also eine sehr gute Ausstattung, wo auch schon die Basiskomponenten gut passen. Zwei Dinge gefallen mir aber nicht. Und das sind auf der einen Seite die Pedale, von denen ich auch bei Regen schon abgerutscht bin und mir bös die Knie gestoßen habe. Also damit würde ich mich nicht 1 Meter ins Gelände wagen. Und die Klingel. Das sind billige Cent-Artikel, die auch irgendwie nicht so richtig zu dem Rad passen wollen. Kommen wir zum nächsten Kriterium, nämlich zum Preis. Das Riso Müller Multicharger GT Lite kostet ab 4.499 €. Und wenn man dann noch so ein paar Dinge mit konfiguriert, sodass auch Kinder da hinten drauf sitzen können, kommt das Rad auf unter 5.000 €. Das ist günstig. Das ist günstiger als vergleichbare Räder der Konkurrenz, gerade wenn man sich die Ausstattung ansieht. Denn hier ist auch immer ein Frontgepäckträger dabei, hier ist eine gute Beleuchtung dabei, hier ist der InTube-Akku dabei und
Das ist wirklich außergewöhnlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal über einen Riso und Müller sagen würde. Natürlich kann man das Rad auch sehr, sehr teuer machen, wenn man sich für das Nyrendisplay entscheidet, den Doppelakku, wenn man hier hinten noch so einiges dazu konfiguriert, wenn man auch zum Beispiel die Rohloff- oder die Highspeed-Variante wählt, dann kann man das Rad auch ziemlich stark in den hohen vierstelligen Bereich bringen. Aber trotzdem, man bekommt ein hervorragendes, gut ausgestattetes, hochqualitatives Cargo-Bike für unter 5.000 € von Riso und Müller. Das ist gut. Der fünfte und letzte Punkt in der Kategorie Fahrrad ist die Qualität. Und ich muss sagen, hier ist überhaupt keine Auffälligkeit. Als ich das Fahrrad abgeholt habe, gab es keine Schrauben, die locker waren, keine Verbindungen, die wir hätten nachziehen müssen, sondern ich musste einfach nur die Sattelstütze reinstecken, das Display andrücken und konnte losfahren. Wir haben natürlich trotzdem alles einmal durchgeprüft, um sicher zu gehen, dass auch alles stimmt, aber es war überhaupt kein Problem. Nach ein paar Tagen haben dann so die Speichen ein bisschen angefangen zu knacken, gerade hier am Hinterrad. Ich muss aber auch sagen, insgesamt habe ich diesem Fahrrad mehr zugemutet als allen anderen Testrädern zuvor. Mit meiner Tour über 170 Kilometer Gravel oder auch im Harz, das waren Strecken, die schon hart an die Grenze dessen gelangten, wofür das Fahrrad eigentlich geeignet ist, auch laut Riso und Müller. Aber das hat es alles hervorragend gemeistert. Ich hatte nicht eine Panne. Ich hatte keinen Kettenabwurf. Die Schaltung hat auch vom Tag der Anlieferung hervorragend funktioniert. Ich konnte einfach alles reinpacken und losfahren. Und das ist wirklich so ein Punkt, den ich klasse finde. Ich musste mir keine Gedanken um dieses Fahrrad machen. Das Einzige, was ich natürlich machen musste, und das ist einfach der Kettenschaltung geschuldet, die musste ich natürlich regelmäßig pflegen, einmal sauber machen und einmal ölen. Aber auch das habe ich zugegebenermaßen relativ selten gemacht und trotzdem funktioniert das alles hervorragend, läuft geräuschlos. Ich bin wirklich begeistert von der Qualität. Wenn man hier hinten links ran muss und selber das Fahrrad warten möchte, dann könnte man schon vor das ein oder andere Problem gestellt werden, da das Ganze hier sehr, sehr verbaut ist. In den Wochen des Testens hat sich auch kein übermäßiger Verschleiß an irgendwelchen Teilen gezeigt. Wir haben jetzt hier an der ein oder anderen Schraube so ein bisschen Rost. Das ist natürlich nicht so schön. Ich muss aber sagen, insgesamt ist die Qualität mehr als zufriedenstellend. Ja, soweit zu den Punkten aus der Kategorie Fahrrad. Jetzt machen wir weiter mit der Kategorie Lastenrad und beginnen mit der Variabilität. Und das Riso Müller ist tatsächlich ein sehr variables Fahrrad. Das Gute ist, wir haben schon in der Grundausstattung den großen, in diesem Fall gelben Gepäckträger hinten und auch den kleinen Gepäckträger vorne. Der ist hier jetzt optional, aber in der Standardversion ist ein kleiner Gepäckträger verbaut, der auch schon 5 Kilogramm Gewicht aushalten kann. Aber natürlich muss man sich das Rad dann so ausstatten, wie man es für den eigenen Zweck braucht. Hier in diesem Fall jetzt mit dem Safety Bar Kit und den großen Seitentaschen, die, ich denke mal, die Nutzungsszenarien der meisten Personen abdecken. Das Safety Bar Kit bietet Raum für eine Eurobox mit den Maßen 60 x 40. Die passt hier ganz, ganz einfach rein. Und auch das Safety Bar Kit ist deswegen, finde ich, sehr, sehr gut, weil sich alle möglichen Dinge daran verzurren lassen. Die Möglichkeit, hier hinten ein Kinderfahrrad zu montieren mit dieser Lösung, die Riso Müller selber hier anbietet, die ist genial. Man kann allerdings auch natürlich Räder dann hier in diese Seitentaschen reinstellen. Dadurch, dass meine Tochter sich in den letzten Wochen dem Radfahren so ein bisschen verwehrt hat, hatte ich leider keine Möglichkeit, dieses Feature ausgiebig zu testen. Aber bei den paar Malen, wo ich es ausprobiert habe, hat es wirklich gut funktioniert. An den Gepäckträger kann man dann natürlich eigene Packtaschen hängen in verschiedenen Größen oder man nutzt die Packtaschen von Riso und Müller, die wirklich ein großes Stauvolumen haben. Allerdings mit so einem Kindersitz sind die nicht ganz so praktisch, da sich die Taschen dann nicht schließen lassen. Wenn ein Kindersitz hier montiert ist, dann kommt natürlich Dreck rein, dann kommt Regen rein und das schränkt so ein bisschen die Nutzung ein. Die Packtaschen sind auch so ein bisschen verschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen, denn hier hinten ist einiges von dem Platz verschenkt und die Grundfläche der Packtaschen ist nicht besonders groß. Die sind aber sehr stabil und variabel einsetzbar. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, eine Anhängerkupplung zu montieren, aber auch nur dann, wenn diese Packtaschen und auch die Running Boards nicht montiert sind, da sie, wenn das Rad fährt, so ein bisschen nach unten geneigt ist, hätte dann die Kupplung oder der Arm von dem Anhänger keinen Platz mehr, sich zu bewegen. Ich hätte gerne eine Möglichkeit gesehen, um auch eine Anhängerkupplung zu montieren, wenn diese Running Boards und die Taschen montiert sind. Aber das ist ja vielleicht eine Möglichkeit für die nächste Version des Multicharger. Der nächste Punkt in der Kategorie Lastenrad ist das Kriterium Kindersitze bzw. Sitzbank.
Und wenn wir das Safety Bar Kit oder das Passenger Kit bestellen, dann haben wir hier auf diesem Gepäckträger ein dickes Polster, wo sich dann Passagiere ganz einfach draufsetzen können. Reso Müller gibt den Gepäckträger für Menschen bis 65 Kilo frei. Da können also auch kleinere Erwachsene oder jüngere Jugendliche ganz einfach drauf sitzen und sich durch die Gegend kutschieren lassen, so sie das denn wollen. Wenn man kleinere Kinder hat, dann empfiehlt sich definitiv das Safety Bar Kit. Sie können vielleicht nicht unbedingt hier selber reinklettern, aber dieses Safety Bar Kit hat mehrere Vorteile. Auf der einen Seite, ich habe es eben bei der Variabilität schon erwähnt, kann man hier Dinge verzurren. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Kindersitz, so wie dieser Hamax Caress, sehr gut eingebettet. Ich brauchte jetzt in mein Kind auch nicht mal die Füße festschnallen, wie man das ja normalerweise bei normalen Fahrrädern machen sollte, weil wo sollen sie hin? Und dann hatte sie dann ihre Füße dann hier abgestellt oder hier gegen meinen Hintern gedrückt und hatte dadurch etwas mehr Bewegungsfreiheit bei den doch teilweise etwas längeren Touren, die wir gemacht haben. Hier auf diesem Gepäckträger lassen sich Kindersitze montieren, die über eine seitliche Befestigung verfügen. Es passt aber kein Kindersitz, der über so eine mittlere Befestigung verfügt, wie das bei einigen anderen Lastenrädern möglich ist, da hier in der Mitte des Gepäckträgers eben diese Platte ist. Für ganz, ganz kleine Kinder gibt es leider keine Möglichkeit, mit dem Reso Müller Multicharger sie mitzunehmen. Da kommt wieder der Punkt dann mit dem Kinderanhänger zum Tragen. Dann hätte man allerdings auch hier wiederum mehr Platz für alles, was man für so ein Baby einfach braucht. Das Multicharger ist also eher für Eltern mit etwas größeren Kindern geeignet. Für die ganz, ganz Kleinen gibt es von Haus aus ja auch andere Möglichkeiten. Der nächste Punkt in der Kategorie Lastenrad ist der Punkt Zubehör. Das Zubehör, also alles, was man bei der Konfiguration des Reso Müller Multicharger sich auswählen kann, ist ausreichend umfassend für die meisten Anwendungszwecke. Wir haben halt diese verschiedenen Gepäckträgeroptionen auf der Rückseite mit dem Safety Bar Kit, mit dem Passagierkit, mit den wählbaren Taschen. Vorne haben wir 3 verschiedene Möglichkeiten bei dem Gepäckträger. Wir haben die Display-Option. Das greift alles so ein bisschen in Richtung der Ausstattung über. Es gibt auch diese Schlosstasche, die hier bei diesem Rad noch extra konfiguriert ist. Als ich das Rad bekommen habe, habe ich mich sehr über die beiden Flaschen gefreut von Fabric, die hier vorne montiert waren. Das ist auch etwas, das gar nicht in der Ausstattungsliste auftaucht. Was ich mir noch wünschen würde, ist hier irgendwie eine Tasche für hier unten. Das ist aktuell ungenutzter Raum. Hier kann man natürlich einen Flaschenhalter oder ähnliches montieren. Bei den Taschen bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Ich habe das eben schon gesagt, die sind etwas verschnitten, also da ist irgendwie Raum so ein bisschen verschenkt und das verwendete Cordura-Material, das zieht auch Dreck und Staub förmlich an und in der Tasche selber ist keine Möglichkeit, dass eingetretenes Wasser abfließen kann. Da hat sich dann bei einem starken Regenguss unten Wasser gesammelt und hat mehrere Tage gebraucht, um zu trocknen. Also da ist meiner Meinung nach noch Handlungsbedarf. Eine Sache, die in der Zubehörauswahl bei Reso Müller fehlt, ist ein Wetterschutz. Und das ist sicherlich etwas, was viele Eltern interessieren würde und viele Eltern nochmal zu dem Fahrrad bringen würde. Denn Kinder, die hier hinten drauf sitzen, die sind einfach den Elementen ausgesetzt. Und gerade im kälteren Klima oder wenn es regnet, dann muss man die Kinder einfach dann sehr dick einpacken, weil sie sich einfach hier hinten nicht bewegen. Also ein Wetterschutz wäre für das Multicharger auch meines Erachtens ganz wünschenswert. Der vorletzte Punkt in der Radlbande-Bewertungsmatrix ist der Punkt Parken und Rangieren. Und mit einer Gesamtlänge von etwas unter 2 Metern lässt sich das Reso Müller sehr einfach rangieren, lässt sich sehr einfach parken, allerdings auch mit der einen oder anderen Einschränkung. Denn dieses Fahrrad ist schwer. Der Vorteil ist aber, dadurch, dass es im Grunde so aussieht wie ein normales Fahrrad, passt es in viele Fahrradständer. Wenn man an Kreuzberger Bügeln das Fahrrad anschließen möchte, muss man aber schon ein etwas längeres Schloss verwenden, da man durch den breiten Gepäckträger hinten und den breiten Gepäckträger vorne nicht so nah an solche Bügel herankommt. Die Schlosskette, die hier mitgekommen ist, die ist allerdings sehr, sehr lang. Ich würde aber immer noch ein zweites Schloss verwenden, wenn ich dieses Fahrrad irgendwo abstelle und da gibt es zum Glück bei diesem Rahmen genug Möglichkeiten, um das anzuschließen. Wir haben hier natürlich diesen großen Raum, wir haben hier die Möglichkeit, hier durch können wir was ziehen. Auf dem Zweibeinständer steht das Fahrrad ausreichend sicher, auch wenn mein Kind hinten drauf gesessen hat und hier Beladung links und rechts drin war, neigte das Rad wirklich nur bei sehr unebenem Gelände zum Kippen. Also vom Parken und Rangieren lässt es sich ähnlich einfach handeln wie ein normales Fahrrad, mit der Einschränkung, dass der Schwerpunkt schon relativ hoch ist und das Fahrrad einfach
ziemlich schwer. Der letzte Punkt in der Radlbande-Bewertungsmatrix ist der Punkt Sicherheit. Und hier hat das Riso Müller Multicharger einen ganz klaren Vorteil. Es ist ein Longtail. Und gerade wenn man von einem normalen Fahrrad kommt, lässt es sich völlig intuitiv und ohne vorherige Eingewöhnung bewegen. Der Motor lässt einen ausreichend schnell beschleunigen, wenn es mal brenzlig wird. Und auch die Bremsen packen kräftig zu und sind immer da, wenn man sie braucht, gerade auch dank dieses Drei-Finger-Hebels. Wenn man die Gepäckträger allerdings schwerer belädt, auch gerade vorne, wenn man da die 15 Kilo ausreizt, neigt das Fahrrad schon relativ schnell zum Flattern, also schaukelt sich dann so ein bisschen auf. Da muss man also den Lenker dann immer fest zupacken und fest unter Kontrolle behalten. Bei der Beleuchtung haben wir an sich schon gutes Material. Ich würde mir aber trotzdem, wie schon gesagt, etwas mit Fernlicht wünschen, vielleicht auch so einen richtig dicken Scheinwerfer, um nochmal die Möglichkeit zu haben, auch bei Dunkelheit durch den Wald zu fahren und sowas nicht im Nachhinein noch nachrüsten zu müssen. Ebenfalls so ein bisschen problematisch bei der Beleuchtung ist, dass das Rücklicht hier in der Seitenansicht von den Seitentaschen einfach verdeckt wird. Und hier auch in der Seitenansicht kann man sehen, dass nur sehr, sehr wenig Reflektoren da sind. Wir haben die Reflektoren in den Reifen, vorne und hinten, aber hier ist ja auch der halbe Reifen von den Taschen verdeckt und an den Taschen finden sich keine Reflektoren an der Seite. Für Kinder und sonstige Passagiere ist es hier hinten aber wirklich super. Durch dieses Safety Bar Kit sind die Kinder hier wirklich ganz gut so kuschelt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen eingebaut. Insofern ist das schon sehr sicher für Kinder hier hinten. Und auch wenn das Fahrrad mal umkippen sollte, dann ist hier genug Platz, dass die Arme eben nicht sofort auf dem Asphalt sind. Und auch die seitlichen Trittbretter sind breit genug, um die Füße abzustellen und nicht sofort gegen die Straße zu prallen, sollte das Fahrrad mal umkippen. Also insgesamt bietet das Multicharger ein gutes Sicherheitsniveau, ohne aber durch irgendwelche Punkte besonders gut hervorzustechen. Ja, das ist die Bewertung nach der Radlbande-Bewertungsmatrix. Und was haben Sie geunkt nach dem ersten Video? Das sei kein Reiserad, das sei kein Mountainbike, das sei kein Reise-Enduro. Aber im Endeffekt ist es genau das. Es ist ein Fahrrad, das sich hervorragend für die Radreise eignet. Es ist ein Fahrrad, das sich für leichtes bis mittelschweres Gelände eignet, je nachdem, wer da hinten drauf sitzt oder ob da jemand drauf sitzt und wie viel Beladung man hat, wie viel Kram man auch dabei hat. Somit ist das Riso Müller Multicharger Touring in diesem Fall das beste Lastenrad für jemanden, der in der Natur sein möchte, der seine Kinder mitnehmen möchte, der eventuell immer mit relativ viel Gepäck fährt, den Motor aber auch nicht missen möchte. Und ich denke mal, oder ich stelle jetzt mal die Behauptung in den Raum, dass das Multicharger das einzige Lastenrad, das einzige Longtail ist, das für so einen Zweck so gut geeignet ist. Alle anderen Longtails, alle anderen Lastenräder haben deutlich mehr Kompromisse, was das angeht. Aber ist es jetzt das beste Lastenrad für jeden? Definitiv nicht. Dafür hat es einfach einige Unzulänglichkeiten, die andere Lastenradtypen und auch andere Longtails besser machen. Dieses Fahrrad hat einen ganz speziellen Einsatzzweck und das ist eben mehr das, ich nenne es mal Adventure Riding, das eventuell Luxus-Bikepacking könnte man auch dazu sagen und das unterstützte Reisen. Wenn man damit im Alltag durch die Stadt unterwegs sein möchte, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das mit einer Enviolo auszustatten für eine etwas geringere Wartungsintensität. Die Rohloff wäre natürlich dann noch möglich und das ist sicherlich auch eine gute Wahl, ist aber natürlich deutlich teurer. Also meines Erachtens ist die Kettenschaltung schon die erste Wahl bei dem Riso Müller Multicharger und ich persönlich würde tatsächlich sogar zu dem Einstiegsmodell greifen. Das ist mein Fazit zum 2021er Riso Müller Multicharger Touring. Was würdet ihr mit so einem Fahrrad machen? Stimmt ihr mir zu bei meiner Bewertung? Sagt es mir unten in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.